Hallo und herzlich willkommen zu dieser Wohlstand- und Fülle-Aktivierung Wealth and Abundance, eine geführte Tiefenmeditation. Ich bin Caroline Dorina, schön, dass du hier bist, dass du dir diese Zeit nimmst, dass du dir diesen Raum nimmst für dich, für dein Leben, für deinen Wohlstand, der dein Geburtsrecht ist. Ich möchte gleich zu Beginn etwas mit dir teilen, etwas, das du vielleicht schon irgendwo tief in dir weißt, aber das vielleicht vergraben wurde oder von anderen Stimmen übertönt wurde, von alten Glaubenssätzen, von Konditionierungen oder deinen Erfahrungen, von Botschaften, die du als Kind gehört hast, von einer Gesellschaft, die Geld, Besitz und Wohlergehen oft mit Schuld, Gier oder Scham verknüpft. Lass es mich sehr klar ausdrücken. Du darfst wohlhabend sein, sehr wohlhabend. Du darfst in Fülle leben und du darfst alles haben. Nicht trotz deiner Güte, sondern wegen ihr. Nicht auf Kosten anderer, sondern komplementär zu ihnen. Wahrhaftiger Wohlstand erhebt nicht nur dich, er ermächtigt alle, die mit dir in Berührung kommen. Sieh dich um, schau dir die Welt an, die Natur. Stell dir zum Beispiel einen Feigenbaum vor. An ihm wachsen jedes Jahr nicht nur genug Früchte für ihn selbst, sondern für viele. Er produziert sie im Überfluss. Sieh dir die Vögel an, alle Tiere, den Erdboden. Alles wird im Jetzt bereits für die nächste Generation angelegt, in Zyklen. Die Natur kennt keine Knappheit als Grundzustand. Knappheit ist kein Naturgesetz. Mangel ist kein Naturgesetz. Mangel ist eine Illusion, reine Imagination. Mangel und Knappheit sind einfach nur Gedanken. Und Gedanken können jederzeit verändert werden. Der Kosmos, in dem wir leben, ist ein Kosmos der Expansion. Alles gedeiht und wächst. Alles strebt nach mehr Ausdruck, nach mehr Form, nach mehr Leben. Du bist ein Teil dieses Kosmos. Und als solcher trägst du die Fähigkeit zu Expansion, zu Wachstum in dir, in deinem Bewusstsein, in deinen Ideen, in deiner Fähigkeit, etwas von Wert zu erschaffen und zu empfangen. Das, was dich daran hindert zu empfangen, bist nicht du selbst. Das Problem sitzt tiefer. Es sitzt in den unsichtbaren Überzeugungen, die wir über Geld, Erfolg, über Selbstannahme, über Wachstum und über Empfangen in uns tragen. Überzeugungen wie: Geld ist schwer zu verdienen, ich muss hart arbeiten für mein Geld, es darf nicht leicht sein. Reiche Menschen sind gierig, ich bin nicht gut genug für wirklichen Wohlstand. So etwas passiert nur den anderen, mir nicht. Diese Überzeugungen sind keine Wahrheiten. Sie sind erstmal nur Gedanken. Und die Gedanken werden zu Programmen, zu Mustern. Und genau diese Programme können überschrieben werden. Und genau das tun wir heute. Wir werden zunächst alte Muster sanft auflösen, wie einen Nebel, der sich in den Strahlen der Morgensonne auflöst. Und dann werden wir einen neuen Samen säen, tief in dein Unterbewusstsein, in dein Nervensystem, in deine Zellen, in deine Mitochondrien, in deine Identität als jemand, der sich Wohlstand nicht nur ersehnt, sondern der Wohlstand verkörpert, in dem Fülle, Erfolg und Wohlstand bereits leben. Denn die Fülle beginnt nicht auf deinem Bankkonto, sie beginnt in dir, in deinem Inneren. Und wenn sie dort verankert ist, folgt der Rest ganz von selbst, fließend und leicht. Wenn du dich noch nicht an dem für dich idealen Platz befindest, dann suche dir jetzt einen ruhigen, bequemen Ort, an dem du ganz für dich sein kannst. Setze dich aufrecht hin oder lege dich hin. Lass deine Hände offen auf deinen Oberschenkeln oder neben deinem Körper ruhen. Die Handinnenflächen zeigen nach oben. Das ist eine kleine Geste des Empfangens. Schließe jetzt deine Augen
Nun bist du bereit einzutauchen. Ich zähle in Kürze, jetzt noch nicht, von 10 hinunter bis 1. Mit jeder Zahl sinkst du tiefer, tiefer in den Raum in dir, in die Stille, tiefer in die Offenheit, tiefer in dich hinein, tiefer in den Bereich, wo alte Muster und Programme gereinigt und losgelassen werden können, wo du sie loslassen kannst und wo neue Wahrheiten ihre Wurzeln schlagen können, sich verorten, sich in dir einfinden. 10. Dein Atem wird weicher, ruhiger. Du musst nichts tun, nur atmen, ein und aus, nur sein. 9. Deine Schultern sinken hinab, nach unten. Dein Körper gibt nach, du bist sicher, du bist gehalten. 8. Dein Geist wird leiser. Die Gedanken des Tages, die Listen, die Sorgen, die Zweifel, die Pläne, sie werden kleiner, immer kleiner, wie weit entfernte Geräusche, die immer leiser werden. 7. Du wirst schwerer, ganz geerdet, wie ein Wurzelgeflecht, das tief in die Erde geht, stabil, ruhig, verankert. 6. Eine tiefe Stille umgibt dich. In dieser Stille wohnt keine Leere. Aus dieser Stille erwächst das Potenzial. Unbegrenzte, sanfte, kraftvolle Möglichkeiten. 5. Du bist in der Hälfte angekommen. Du öffnest dich, gibst dich hin, bist so offen wie eine Türe, die nach innen schwingt, bereit, etwas Neues hereinzulassen. 4. Du sinkst tiefer, immer tiefer, wirst ruhiger, sinkst in den Raum unterhalb deiner Gedanken, unterhalb der alten Geschichten, bringst dich selbst direkt zur Quelle. 3. Du bist fast da. Dein Körper ist entspannt, dein Geist ist still. Du bist bereit für die Veränderungen, die anstehen. 2. Atme ein, Offenheit, Bereitschaft, Vertrauen. Atme aus, Zweifel, Angst, alte Begrenzungen. 1. Du bist angekommen, tief in dir, in dem stillen, mächtigen Zentrum deines Seins. Willkommen. Und jetzt stell dir ein tiefes, samtiges Violett vor. Es erscheint zunächst als leises Leuchten irgendwo in deiner Körpermitte. Du fühlst genau, wo dieses Violett in dir entsteht. Lass dich von deinem Körper genau dorthin führen. Das Violett ist so warm und tief wie ein Abendhimmel kurz nach Sonnenuntergang. Dieses Violett ist die Farbe der Transformation, der Alchemie, des Wandels. Es ist die Energie, die Altes in Neues verwandelt. Blei in Gold, Angst in Vertrauen, Mangel in Fülle. Lass dieses violette Licht jetzt in deinen Kopf hineinfließen, durch deinen Scheitelpunkt in deinen Kopf- und Schädelbereich, mitten hinein in dein Gehirn, in all die tiefen Schichten deines Unterbewusstseins, wo die alten Programme wohnen. Und während es umherfließt, dieses Violett, siehst du sie vielleicht, die alten Glaubenssätze, einen nach dem anderen. Wie Schatten, die an einer Wand vorbeihuschen, wie vergilbte Zettel in einem alten Schrank. Geld ist schwer zu verdienen, es darf nicht leicht sein. Ich bin nicht gut genug für wirklichen Erfolg, Wohlstand ist für andere Menschen gedacht. Wenn ich viel habe, nehme ich anderen etwas weg. Ich muss mich schämen für den Wunsch nach mehr. Wenn ich wohlhabend bin, verliere ich alles wieder. Sieh dir an, wie diese Sätze wirken. Sieh dir an, was auftaucht. Deine Sätze. Urteile nicht. Diese Gedanken sind keine Fehler.
Sie sind die Schutzstrategien deines Ichs der Vergangenheit. Sie haben dich irgendwann beschützt, aber sie schützen dich nicht mehr. Jetzt begrenzen sie dich. Und das violette Licht, es löst sie einfach auf in nichts. Sanft. Einen Satz, ein Programm, ein Muster nach dem anderen. Und diese geben sich hin, ohne Kampf. Sie ergeben sich. Wie Eis, wie Frost, der in der Frühlingssonne wegschmilzt. Diese Sätze wollen einfach gar nicht mehr da sein. Sie werden erlöst. Du musst diese alten Überzeugungen nicht bekämpfen. Du musst sie auch nicht analysieren. Sie gehen einfach. Lass sie los. Mit Dankbarkeit. Und mit der klaren Entscheidung, das bin nicht mehr ich. Atme tief ein. Und während du ausatmest, spüre, wie diese alten Muster deinen Körper verlassen, mit deinem Atem, durch die Haut, durch die offenen Handflächen. Sie gehen wirklich. Und der Raum, den sie hinterlassen, er ist nicht leer, er ist groß, er ist rein, er ist offen, er ist bereit. Und jetzt wandelt sich die Farbe in strahlendes Gold. Und dieses Gold befindet sich über dir, ein heller Schein. Stell dir vor, wie von oben ein strahlendes, warmes Goldlicht in dich hineinfließt, direkt durch deinen Scheitelpunkt, direkt in den Bereich, den du gerade gereinigt hast. Dieses goldene Licht ist die Energie des Wohlstands, des Überflusses, der Fülle, des Erfolges, der reinen Wonne. Es ist nicht arrogant, überheblich, es ist warm, wohltuend, weich. Und es ist auch nicht kalt oder hart. Es ist lebendig, fließend, großzügig, dankbar. Das Gold erfüllt deinen Kopf. Deine alten Gedanken über Geld und Mangel werden ersetzt durch neue, goldene Wahrheiten. Ich bin ein natürlicher Empfänger von Wohlstand. Geld fließt zu mir, weil ich Wert schaffe und Wert empfange. Ich verdiene ein Leben in Fülle, finanziell, emotional, spirituell. Mein Wohlstand schadet niemandem. Er ermöglicht Gutes. Ich bin bereit zu empfangen. Lass diese Wahrheiten und noch mehr von ihnen in dich hineinsinken. Deine Sätze. Empfange sie. Nicht als irgendwelche dahergesagten Affirmationen, sondern als wirkliche Gefühle, die du fühlst. Denn dein Unterbewusstsein reagiert nicht auf reine Worte. Es reagiert auf Gefühle, auf Bilder. Fühle jetzt den Wohlstand. Nicht als zukünftiges Ereignis, sondern jetzt, in diesem Moment. Das goldene Licht fließt weiter in deine Kehle, das Zentrum deines Ausdrucks. Denn Wohlstand entsteht durch das, was du sagst, die Gespräche, die du führst, die Worte, die du wählst, die Ideen, die du aussprichst, die Angebote, die du machst, die Grenzen, die du setzt. Das goldene Licht öffnet deine Stimme, deine innere Stimme, die Stimme, die sagt, ich habe etwas zu geben, ich habe Wert, ich habe Liebe in mir. Meine Ideen verdienen Gehör. Meine Arbeit verdient adäquate Vergütung. Das goldene Leuchten fließt mitten in dein Herz hinein. Denn wahrhaftiger Wohlstand entstammt nicht der Gier, er kommt direkt aus dem Herzen, aus dem echten Wunsch, Wert und Gutes zu erschaffen, Menschen zu helfen, Probleme zu lösen, die Welt besser zu machen
und dafür angemessen entlohnt zu werden, zu empfangen, dass es einfach kommt. Dein Herz und dein Wohlstand sind keine Gegensätze, sie sind Partner, Verbündete, sie bilden eine Gemeinschaft. Das goldene Licht fließt in deinen Solarplexusbereich, dein Zentrum der Kraft, der Entschlossenheit, des Handelns, des Mutes. Es entzündet hier ein Feuer in dir, ein ruhiges, stabiles, unerschütterliches Feuer. Das Feuer einer Person, die weiß, was sie wert ist, die weiß, was sie will, die weiß, wer sie ist. Eine Person, die bereit ist, es sich zu nehmen, mit offenen Händen und einem klaren Herzen. Und jetzt halte kurz inne. Ich möchte, dass du ein Bild für dich formst. Stelle dir dein Leben vor, so wie es sein wird, wenn Wohlstand dein natürlicher Zustand ist. Wie wohnst du? Es muss kein Schloss sein, aber ein Zuhause, das sich sicher und gut anfühlt, das sich nach dir anfühlt, nach mehr, das dir Raum gibt. Wie arbeitest du? Mit Freude, mit Sinn. Du tust Dinge, die deinen Gaben entsprechen und du wirst dafür sehr gut bezahlt, richtig gut, frei von Scham, ohne Entschuldigungen und schlechte Gefühle. Mehr als du jetzt denkst, mehr als du annimmst. Wie fühlt sich dein Alltag an? Nicht hektisch und in Eile, sondern fließend. Du hast genug Zeit, genug Energie, genug Ressourcen. Du gibst großzügig, weil du weißt, dass mehr nachkommt. Du empfängst dankbar, weil du weißt, dass du es verdient hast. Wie sehen die Menschen aus, mit denen du dich umgibst? Menschen, die dich inspirieren, die dich fordern, die dein Wachstum feiern, anstatt es zu fürchten. Menschen, die die Fähigkeit besitzen, auf natürliche Weise ehrlich zu lieben. Lass dieses Bild groß werden, so groß, lass es wachsen. Mach es schärfer, leuchtender, füge Farben hinzu, Geräusche, Gerüche. Wie fühlt es sich in deinem Körper an, in diesem Leben zu leben? Das ist keine Fantasie. Das ist nicht ausgedacht, das ist dein Ziel auf der tiefsten Ebene des menschlichen Bewusstseins. Was du heute hier fühlst, speichert sich in deinem Unterbewusstsein als Referenzpunkt ab, als klare Richtung, als Handlungsweg, als Heimat, zu der es zurückfinden will. Und jetzt teile ich eine wichtige Wahrheit mit dir. Die Wahrheit. Fülle und Wohlstand sind keine Belohnungen für ein perfektes Ich ohne Scheitern. Sie sind kein Preis, den du gewinnst, wenn du hart genug gearbeitet hast. Sie sind auch kein Glück, das zufällig passiert. Fülle und Wohlstand sind ein Bewusstseinszustand, eine innere Ausrichtung, eine Entscheidung. Die Entscheidung zu sagen, ich lebe in einem Universum der Fülle. Ich bin ein Teil dieser Fülle. Ich öffne mich ihr, vollständig, vertrauensvoll, freudig. Und diese eine Entscheidung, sie verändert alles. Sie verändert, was du wahrnimmst, welche Chancen du siehst, welche Menschen du anziehst, welche Ideen in dir entstehen, welche Portale sich öffnen. Du ziehst an, was du bist, nicht was du willst, was du bist. Sei Fülle. Nicht irgendwann, jetzt. Das violette und das goldene Licht verbinden sich jetzt in dir. Sie breiten sich im oberen Bereich deines Körpers aus, in der Mitte, im unteren Bereich. Sie bewegen sich in Spiralen, sie formen eine Spirale aus Transformation und Wohlstand, aus Loslassen und Empfangen, aus Tiefe und Weite. Ein so wohltuendes Leuchten. Und in dieser Spirale bewegen sie sich durch jede Zelle deines Körpers. Du bist zu einem neuen Menschen geworden,
in diesem Moment ist alles entstanden. Du bist nicht im Außen anders, aber im Innen, in der Tiefe, auf eine feine, entscheidende Art und Weise. Die alten Begrenzungen sind gelöst. Die neue Wahrheit ist verankert. Es ist wahr. Der Weg ist offen. Du kehrst nun zurück, tauchst auf. Und ich zähle gleich von 1 bis 10. Aber du kehrst nicht zu der Person zurück, die einst war, zu dem, was war. Du kehrst zurück als jemand, der sich verändert hat, als eine Person, die weiß, wer sie ist und was ihr zusteht, als eine Person, deren innere Pforten für Wohlstand und Erfolg nun geöffnet sind. 1. Spüre die Energie durch deinen Körper fließen, wie es langsam nachhallt in deinen Händen, den Händen, die erschaffen, geben und empfangen. 2. Fülle deine Lungen mit einem wohltuenden Atemzug. Die goldene Lichtenergie strömt mit jedem Einatmen tiefer in dich hinein. 3. Du spürst ein neues Feuer in deiner Mitte, still, stabil, unerschütterlich. 4. Dein Körper wird lebendiger, wacher, als hättest du Ruhe und Energie zugleich, innehalten und handeln in einem. 5. Du bist in deiner Mitte und du weißt, das, was ich sage, ist real, vollkommen wahr. Was du gefühlt hast, ist real, wahr. Die Veränderung, die begonnen hat, ist real, sie ist wahr. 6. Dein Geist wird klarer, schärfer, die Ideen tauchen vielleicht schon auf, lass sie kommen, schreib später alles auf. 7. Eine neue Kraft fließt durch dich. Diese eine Person, die sich voll und ganz ihrer eigenen Würde bewusst ist, die weiß, was sie wert ist, die bereit ist zu handeln mit Klarheit, mit Mut, mit Freude. 8. Du nimmst alles mit zurück ins Hier und Jetzt, das violette Licht der Transformation, das goldene Licht des Wohlstands, das Bild deines Lebens in Fülle, die damit zusammenhängenden Gefühle, dieser kostbare, lebendige Anker. 9. Nimm noch einen tiefen Atemzug. Atme die Fülle des Lebens ein. Atme den allerletzten Hauch von Mangelbewusstsein aus. 10. Öffne deine Augen. Langsam, wenn du bereit bist. Lass deine Handflächen noch einen Moment lang nach oben zeigen. Empfange. Willkommen zurück. Sieh dich innerlich an. Spürst du es? Diese andere Qualität der Stille, des Empfangens. Diese ruhige, eindeutige Gewissheit, diese Fülle, die jetzt schon da ist. Diese leise innere Stimme in dir, die sagt, ja, ich bin bereit. Das ist keine Einbildung, das ist wahr. Das ist dein Wunsch und dementsprechend richtest du dich aus. Du hast heute den Grundstein gelegt. Du hast alte Überzeugungen angesehen, gefühlt, gehört und warst bereit, sie loszulassen. Überzeugungen und Muster, die dich vielleicht jahrelang, vielleicht sogar jahrzehntelang begleitet haben und gebunden haben. Und du hast neue Wahrheiten verankert, tief in dir, in dem Teil von dir, der nicht zweifelt, der nicht zögert, der einfach weiß. Jetzt liegt es an dir, die nächsten Schritte zu wagen. Diese Meditation ist kein Ersatz für die nächsten Schritte. Sie ist der Nährboden, aus dem deine kraftvolle Handlung erwächst. Du wirst feststellen, dass du nach dieser Praxis anders denkst, anders sprichst, anders fühlst, andere Entscheidungen triffst, dass Chancen auftauchen, die vorher unsichtbar waren, weil du jetzt offen dafür bist, sie zu sehen. Handle,
Wenn eine Idee kommt, schreibe sie auf. Wenn eine Tür sich zeigt, gehe hindurch. Wenn eine Möglichkeit sich zeigt, ergreife sie. Und wenn ich dir noch eines sagen darf, dann höre diese Meditation regelmäßig. Am besten täglich für mindestens einen ganzen Monat, für 30 Tage. Denn der Geist und der Verstand brauchen Wiederholung, um tiefe Veränderung anzustoßen und das Alte auszuwaschen. Was du heute gesät hast, gedeiht und wächst mit jedem weiteren Zuhören. Jeden Tag. Du bist ein Mensch, der Wohlstand verdient, der Wohlstand erschaffen kann, der Wohlstand mit der Welt teilen kann. Das war immer schon so. Es ist die Wahrheit. Es ist deine Wahrheit. Diese Worte, die ich spreche, sind wahr. Und diese Wahrheit lebt jetzt in deinem Geist fort. Ab heute weißt du es mit Gewissheit und dein Herz versteht. Geh hinaus in diese Welt, genieße, lebe und fühle dich frei. Das war eine Meditation mit mir, Caroline Durina. Bis zum nächsten Mal und pass gut auf dich auf.